Findest du diese mehrfarbigen Plotter-Dateien auch so schön, aber hast dich noch nicht dran getraut? Dann bleib dran, denn heute zeige ich dir am Beispiel meiner Hasenplotter-Datei, wie es geht. Make a Maut Sewing. Nähen mit der Maus. Öffne deine Datei. Diese Anleitung basiert auf dem Plotter-Programm Silhouette Studio und kann etwas variieren bei anderen Programmen. Da ich nur einen Hasen drucken will, entferne ich zuerst den zweiten Hasen und alle Erklärschriften. Dazu ziehe ich mir einen Rahmen mit gedruckter Maustaste und drücke auf Entfernen. Dann markiere ich mir alle restlichen Teile und gruppiere sie. Jetzt bringen wir den Hasen auf die gewünschte Größe. Dazu klickst du in diese Ecke und ziehst ihn so groß, wie du ihn haben willst. Entgruppiere die Teile wieder. An der Hasenform kannst du jetzt sehen, wie groß das Motiv zum Ende sein wird. Ich möchte ihn etwas kleiner, also ziehe ich ihn nochmal etwas kleiner. Als nächstes werde ich eine Farbe plotten. Deshalb wähle ich mir jetzt zum Beispiel die Hasenform aus. Mit der Shift-Taste kannst du die einzelnen Teile von der Auswahl entfernen. Ich ziehe mir jetzt die anderen Farben von der Schneidefläche. Schiebe dir dann den Hasen, so wie gewünscht, möglichst platzsparend auf die Schneidematte und drücke auf Senden. Stelle das benötigte Material ein. Auf deiner Schneidematte kannst du jetzt die Kästchen, wie auf dem Computer angezeigt, ausmessen und dir die Folie zuschneiden. Klebe die Folie auf die Matte. Die glänzende Seite schaut dabei auf die Klebeseite der Matte. Positioniere die Matte und ziehe sie ein. Dann kannst du auf Senden drücken. Hier gehört noch erwähnt, dass du Motive wie zum Beispiel eine Schrift spiegelverkehrt drucken musst. Aber bei dem Hasen ist das egal, der sieht auf beiden Seiten gut aus und die Schrift werde ich für mein Kissen nicht drucken. Der Plotter druckt nun deine erste Folie. Theoretisch könntest du auch alle Folien gleichzeitig auf der Matte positionieren und schneiden. Ich mache es aber lieber einzeln. Ziehe dann die Folie von der Matte. Ich schneide mir gerne die Folie mit der Schere zurück, dann fällt das Entgittern leichter, aber das muss man nicht machen. Dann entgittere ich die Hasenform. So verfahrst du mit allen anderen Farben. Ich spare gerne Material, deshalb schiebe ich mir hier die Formen etwas näher zusammen. Wenn du das machst, ist das Anordnen später aber etwas schwieriger. Deshalb muss jeder selber entscheiden, wie er es besser findet. Dann entgitterst du alle Teile. Falls etwas nicht gut geschnitten worden ist, zum Beispiel weil das Plottermesser schon etwas stumpf ist, kannst du mit einem Cutter nachbessern. Druck dir jetzt das JPEG aus, sodass du eine Vorlage hast. Ich habe hier aber schon eine geplottete Datei, die lege ich mir einfach nebenan. Du könntest dir natürlich auch den Computer als Vorlage daneben stellen. Jetzt platziere ich mir alle Teile, um das Ergebnis zu überprüfen. Bevor wir jetzt die Teile aufplotten, muss noch das Kissen vorbereitet oder das Plottwerk vorbereitet werden. Entfussle gegebenenfalls den Stoff und presse oder bügle ihn vor. Platziere den Hasen, so wie du ihn gerne auf dem Werkstück haben willst. Stelle das Bügeleisen auf Stufe 2. Entferne alle aufeinander liegenden Folien und lege Backpapier drauf. Dann presst du die erste Folie.
ca. 20 Sekunden auf. Ziehe die Folie ab. Jetzt kannst du die nächste Farbe platzieren. Wenn sich die Folien nicht überlappen, kannst du gleich mehrere Farben gleichzeitig anpressen. Wenn dir das Video gefällt, gib mir doch einen Daumen nach oben und kommentiere das Video. Zieh die Folien wieder ab. Die rosa Backen muss ich hier einzeln machen, da sie sich mit der Folie der Augen überschnitten hätten. Falls noch irgendwo Stellen abstehen, bügle ich jetzt nach. Zum Schluss bügle ich nochmal über das ganze Motiv. Fertig ist das Kissen. Bis nächste Woche. Ciao!